Vor 60 Jahren wurde diese Gletscherbahn gebaut. Damals hat sie die Gäste noch direkt ins ewige Eis gebracht. Heute muss man noch über eine Stunde zu Fuß wandern, um überhaupt in die Nähe des Gletschers zu kommen. Denn auch vor Österreichs größtem Gletscher, der Pasterze, macht der Klimawandel nicht Halt, erklärt mir Konrad Mariacher. Er ist Ranger im Nationalpark Hohe Tauern. Es ist ein Wahnsinn, aber Österreichs größter Gletscher hat Fieber. Das bedeutet, die erhöhte Temperatur setzt den Gletscher gewaltig zu. Das sind Schmelzwasserflüsse von bis zu 30.000 Liter pro Sekunde, ein Spitzenwert. Das sind aber gleichzeitig Rückzugsmengen von 100 Meter, 120 Meter in Spitzenjahren. Und das ist, würde man sagen, natürlich nicht normal. Es ist irgendwie unheimlich. Der Gletscher knarzt und grölt. Immer wieder stürzen Eisbrocken in die Tiefe und Risse durchziehen das ganze Eis. Kein ungefährlicher Ort hier. Das ist durch die fehlende Stütze des Eises, die ursprünglich verantwortlich war, dass die Felsen eine sehr steile Flanke bilden konnten, weil sie vom Eis gestützt waren, das fehlt. Und wenn das jetzt fehlt, dann löst sich da drinnen das Eis im Felsen, der Permafrost, und dann fallen uns die Berge auf gut Deutsch gesagt auf den Kopf, übertrieben gesagt. Felsstürze, wie wir sie da oben haben, im Gamsgrubenbereich, aber auch Großglocknergebiet oben, die werden deutlich zunehmen, auf jeden Fall. Bis zu 9 Meter Eis verliert die Pasterze pro Jahr. Seit 2010 ist die berühmte Gletscherzunge um gut 1 Kilometer kürzer geworden. In 40 Jahren wird von der Pasterze nichts mehr übrig sein, schätzen Forscherinnen. Ein Schicksal, das wohl alle Gletscher in den Alpen ereilen wird. Also es gibt momentan keinen Grund anzunehmen, dass dieser Gletscher die nächsten paar Jahrzehnte überlebt. Also wir gehen davon aus, der wird verschwinden. Lea Hartl ist Glaziologin. Sie erforscht die österreichischen Gletscher. Ich treffe sie am Dachsteingletscher, einer, der wohl am ehesten verschwinden wird. Auch wenn es heute nicht danach aussieht. Es ist Anfang September und der Gletscher hüllt sich in eine frische weiße Schneedecke, was auch viele schaulustige Touristen anzieht. Aber warum ist dieser Gletscher dennoch dem Tode geweiht? Also eben der eine Faktor ist die Temperatur. Wenn es warm wird, schmilzt das Eis, ist klar. Und der andere Faktor, den wir für die Gletscher brauchen, ist der Niederschlag. Niederschlag gibt es nach wie vor. Es schneit auch hin und wieder im Sommer, wie man jetzt hier gerade sieht. Es ist frisch verschneit. Und aus diesen Niederschlägen ernährt sich der Gletscher quasi. Taut der frische Schnee an, entsteht eine Firnschicht, die irgendwann zu Eis wird. So ernähren sich Gletscher. Doch solche Sommerschneefälle werden auch hier auf knapp 3000 Meter immer weniger. Was hier in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt ungefähr passiert ist, dieser Firnkörper, der quasi für die Ernährung des Gletschers da ist, der ist fast komplett verschwunden. Also wir haben zurzeit, so in den letzten 10 Jahren, am unteren Ende des Gletschers, wo die Schmelze am größten ist, einen Höhenverlust von 4 bis 5 Metern Eis in einem Jahr. Das heißt, man kann sich hochrechnen, das sind in 10 Jahren dann 40 bis 50 Meter wirklich Höhenverlust. Und das hat Auswirkungen. Zunächst trifft es den Tourismus. Der Dachsteingletscher ist im Winter ein beliebtes Skigebiet. Doch es wird zunehmend schwieriger, den Skibetrieb aufrechtzuerhalten. Mit viel Aufwand versucht man, den Gletscher zu schützen. Weiße Fließplanen sollen das Eis vom Schmelzen bewahren. Das Schmelzen der Gletscher wird auch das alpine Landschaftsbild zunehmend verändern. Felsstürze und Vermurungen werden zunehmen. Und auch der Wasserhaushalt unserer Flüsse könnte ordentlich durcheinandergebracht werden, wenn es keine Gletscher mehr gibt, erklärt Helga Kromp-Kolb. Sie ist Österreichs bekannteste Klimaforscherin. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass die schmelzenden Gletscher jetzt im Sommer mehr Wasser zur Verfügung stellen, weil eben das schmelzende Wasser abfließt. Das heißt, jetzt vielleicht beitragen zu Hochwässern. Aber in Zukunft, wo es eben fast kein Wasser mehr von den Gletschern kommt oder gar keins mehr, dann den ganzen Verlauf, wann hat der Fluss viel Wasser, wann hat er wenig Wasser, verändern. Sozusagen der Nachschub im Sommer fehlt einfach. Und auch auf das Klima wirkt sich die Gletscherschmelze aus.
Wenn große weiße Eisflächen verschwinden und dunkler Fels übrig bleibt, wird die Sonneneinstrahlung nicht mehr so gut reflektiert und unsere Erde erwärmt sich einfach noch schneller. Die Auswirkungen beschleunigen sich. Das ist oft ein exponentielles Wachstum und dann macht ein kleiner Unterschied in der Temperatur schon einen großen Unterschied in der Wirkung.